Der Porsche 718 Boxster T. Ja, wir sind im Porsche-Zentrum Saarland. Hier ist Michael Theisen. Grüß dich, Michael. Hallo. Moin Sven, grüß dich. Hi. Ja, tolles Auto in Silber und du wirst uns mal ein bisschen was erzählen über den 718 Boxster T. Für was steht denn das T? Ja, super gerne. Also T ist so ein aufgelebter Buchstabe aus den früheren Zeiten. Das T steht in dem Falle für Leichtbau. Es ist in Anführungsstrichen ein Sondermodell, kein limitiertes, aber ein wenig gebautes Sondermodell. Wenn wir nachher mal ein bisschen reingucken, von außen sehen wir jetzt nur zum Beispiel diesen Schriftzug in Achatgrau, die Spiegelkappen sind Achatgrau, die Felgen in dieser gleichen Farbe. Das Auto an sich hat den Farbton GT Silber und wir können gleich mal im Innenraum sieht man so ein bisschen mehr, wo der Leichtbaucharakter nochmal dargestellt werden soll. Leichtbau heißt aber nicht wie in den 80er, 90er Jahren, dass das vollkommen puristisch ist, ohne Radio, ohne, ich sag mal, Klimaanlage und so weiter. Ein bisschen Luxus ist noch drin, oder? Genau, also wir haben generell ist das Auto so gedacht, wie du gerade sagst. Also er hat kein Navi und das ist alles so ein bisschen abgespeckt, aber der Kunde kann, wenn er denn möchte, und so haben wir ihn natürlich auch ausgestattet, auf ein absolut hochwertiges Niveau bekommen. Jetzt auch hier in dem Fall mit einer vollen Belederung, einem Interieurpaket, was indisch-rote Nähte hat und man sieht das auch an den Türgriffen. Da sind halt nicht diese Metallhebel, um das Ganze zu öffnen, die Tür von innen, sondern so Stoffschlaufen, wie auch in der GT-Serie, GT3, GT3 RS. Um halt Gewicht zu sparen. Ganz genau. So. Aber wie gesagt, in dem Falle, es ist also früher sind die Autos, das waren die Modelle, die T-Modelle, die sind auf die Rennstrecke gegangen, weil die eine Quersperre hinten hatten, was auch der hier jetzt serienmäßig drin hat, eine Quersperre. Also die sind schon ganz gut ausgestattet, was Leichtbau sind, ein bisschen tiefer gelegt an sich schon. Das ist alles Serie von diesem Modell. Aber so Sachen wie Leder oder Navigation, das muss halt optional hinzu, aber das haben wir auch alles hier reingemacht. Also der steht traumhaft schön mit LED-Scheinwerfern. Perfekt für die Saison, die jetzt kommt. Ne? Ja, jetzt vielleicht mal für alle Leute, die es noch nicht wissen, 718er Boxster und gegenüber Porsche 911. Hier vorne steht ein 911, der jetzt mal da ist, da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Genau. Das ist schon ein Auto, das ist von der Straßenlage her bieten, ich sag mal, das ist schon wirklich klebt wie nennt man das? Wie ein Brett auf der Straße. Der liegt ja wie ein Brett auf der Straße, komfortables Brett, also hat schon eine gewisse Federung. Ich habe heute Morgen noch ein schönes... Straßenlage meinte ich, also die Mittelmotor, tiefer Schwerpunkt. Genau, das ist natürlich das Beste, was eigentlich ein Fahrzeugkonzept bietet. Ne? Mittelmotor, das Gewicht ist ausgeklügelt vom Fahrzeug, also 50-50. Macht schon richtig Fun. Ist wie ein Go-Kart. Ne? Wie gesagt, heute Morgen hat auch ein Kunde, der auch von einem Sportwagen kam, von einem anderen Hersteller, sich jetzt für einen Cayman 718 entschieden hat, mir sein erstes Feedback mal gegeben und da haben die Augen wirklich geglitzert. Ne? Also er sagt, das ist nochmal so viel mehr wie das, was er jetzt bis jetzt erfahren und gekannt hat. Und ja, das freut mich, weil dafür steht die Marke Porsche. Leistung, welche Leistung hat er? Der T hat 300 PS, das ist so die Basismaschine von Porsche, die ist halt immer in den T-Modellen drin, durch den Leichtbau. Turbo, genau, Vierzylinder, aber wie gesagt mit dieser Quersperre, die es normalerweise in diesem Bereich gar nicht gibt, in dem Bereich 300 PS, da müsste man schon auf den S- oder GTS gehen, die ist hier wiederum verbaut, also wirklich ein ganz besonderes Auto. Quersperre, klär mich nochmal auf, ganz genau. Quersperre bedeutet, du kannst noch schneller in die Kurve fahren. Also der sperrt dementsprechend das kurveninnere, äußere Rad nochmal einzeln ab. Das geht so normalerweise nicht und dadurch hast du aber die Möglichkeit, mit einer noch höheren Geschwindigkeit die Kurve zu passieren. So, vielleicht nochmal kurz, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, Porsche 911 oder Boxster, an was würdest du das festmachen? Also die Frage ist generell, der 11er ist natürlich unsere Ikone, wobei der 718 ganz nah dort dran ist, fahrleistungstechnisch sowieso. Man muss halt sagen, der 718 oder generell der Boxster oder auch ein Cayman, jetzt gehen wir mal auf das Modell, was hier verfügbar ist, auf unseren Boxster, der hat natürlich schon Vorteile, Kofferraum vorne, hinten. Der 11er hat nur vorne einen. Er hat natürlich, wenn man es Nachteil nennen mag, er hat 2 Sitze. Ja, das heißt also im 11er haben wir einen Supersportwagen, der mal auch erlaubt, 4 Personen mitzunehmen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Also man muss sagen, will jemand hinter sich noch ein bisschen Platz haben, vielleicht mal für Gepäck reinzulegen oder für Leute mitzunehmen, dann muss es eigentlich der 11er sein. Ansonsten, wie wir eben schon gesagt haben, so dieses Mittelmotorkonzept
ist natürlich für Fahrspaß einzigartig. So, jetzt haben wir den 11er, dann zeigen wir den auch noch mal ganz kurz, dass wir den noch mal haben. Die CO2-Effizienz, wo wir ihn ja kurz vorgestellt haben, den machen wir direkt im nächsten Video, diesen hier. Gucken wir uns gerne gleich an. Ja, wenn man das aber auch sieht, das ist jetzt ein Carrera S, ist natürlich auch preislich ein Unterschied, oder? Ja, natürlich. Der Unterschied ist gegeben. Ja, es ist auch ein anderes Auto, ein anderes Konzept. Es liegen knappe 60.000 € jetzt dazwischen. In dem Fall auch von der Ausstattung her muss man sagen, ausstattungsbereinigt ist es natürlich weniger, aber das ist nochmal so ein bisschen die Ikone bei uns. Ne? Okay. Das Cabrio, das vergleichbare 11er Cabrio gegenüber dem Boxster, wie liegt das? Also wir liegen ja dort bei knapp 90 bei dem Boxster. Genau, also Einstiegspreis beim Cabrio, wenn du jetzt mal nochmal hier drauf gehst, auf den S, kannst du sagen, so ein Cabrio liegt um die 8.000 € Preisunterschied, also um die 126, 128. Also 128 gegenüber rund 90. Wertstabilität beim Boxster, ist das jetzt im Laufe der Zeit, ihr habt ja jetzt schon recht viel Erfahrung, nehmt ja relativ viele in Zahlung. Wie wertstabil ist das Fahrzeug? Also es macht immer noch Spaß, auch unseren Kunden Fahrzeuge uns zurückzuverkaufen, indem sie auf ihr neues Fahrzeug umsteigen. Das spricht also schon mal dafür, dass aus der Praxis die Wertstabilität immer noch sehr interessant ist. Und ich sage immer so schön, die Kunden können es selber vergleichen. Wenn du jetzt mal einen Mitbewerber, egal welcher Marke, im Internet dir die Autos eingibst, dann siehst du allein schon, wie viele du findest in Deutschland. Hunderte, ja, also manchmal sogar Tausende. Und wenn du dann mal einen Boxster eingibst aus dem gleichen Baujahr und guckst mal, wie liegen die preislich und wie wenige du gegenüber den anderen dort findest, dann ist eigentlich die Frage schon beantwortet. Also es ist immer noch die wertstabilste Marke. Ja, die Fahrzeuge sind unglaublich gesucht. Das macht es vielleicht auch zu einer guten Wertanlage. Thema Service, da gibt es viele Mythen. Porsche hätte einen teuren Service. Also ich selber habe ja bis vor kurzem ja auch noch Porsche gefahren. Vielleicht wird es ja demnächst mal der Fall. Ich hatte ja Interesse an dem Elektro-Porsche, muss ich sagen. Aber so die Einstiegsmodelle waren mir dann doch ein bisschen zu teuer. Und da habe ich gedacht, komm, ich warte mal auf Jahreswagen, bis die denn kommen. Aber ich muss wirklich sagen, vom Service her war ich positiv überrascht. Also ich sag mal so, es lag so immer so zwischen 500 und 800 €, mal waren es 1500 €, da waren aber viele Teile auch dabei, meine neue Bremse und so weiter. Es ist gar nicht so wild, oder? Genau, das ist wie der Mythos Versicherung. Also da sind wir auch inzwischen, vielleicht früher natürlich mal, wo die ersten Fahrzeuge rauskamen oder auch vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren, da war es was anderes. Aber unsere Fahrer sind wirklich achtsame Fahrer, man kann nicht immer alles verhindern, aber in der Versicherung, gerade für Kunden, die wechseln, sind erstaunt, wie preislich entweder gleich wir mit den anderen liegen oder vielleicht teilweise sogar noch etwas preislich interessanter dort stehen. Auch wenn jetzt auch nochmal ein aktueller Fall, jemand von einem Macan auf einen Boxster steigt, der dann zurückschickt die E-Mail, hey, brutal, wie viel günstiger das Auto ist wie mein Macan. Das meint man nicht, ne? Aber es ist so. Hast du einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel, ja, den holen wir gerne. Genau, dann geht ihr mal holen. Ich mache mal gerade mal ein paar Bilder noch, dass wir das mal sehen. Wir wollen nämlich mal das Licht anmachen, mal unter die Haube gucken, was man da denn so sieht. Und in der Zeit, da werde ich Sie mal vergnügen mit ein paar Detailaufnahmen, wie unter anderem der Bremsanlage. Und den Lufteinlässen, denn der Mittelmotor braucht ja Luft und die wird unter anderem hier zugeführt. Wenn du mal so lieb bist, mir mal aufmachst, Michael, dann hat es den Vorteil ja jetzt im Moment, jetzt sieht man direkt mal hier hinten die Optik. Sehr schick, aber die 4-Punkt. Ich habe gesehen, hinten hat er auch 4-Punkt, also 4-Punkt Bremslichter, kann das sein? Genau, richtig. Bremslichter sind ja in der neuen Generation 4-Punkt, so wie vorne. Die 4-Punkt Tagfahrlichter, auch die 4-Punkt Bremslichter, die wir haben. Ne? Man sieht vom Motor gar nichts, oder? Wenn man, ich glaube, man müsste das Auto zerlegen, damit man ihn sieht. Ja, also es liegt unter dem Verdeck der Motor. Ne? Und die Jungs in der Werkstatt, die haben natürlich schon ihre Kniffe, wie sie da dran kommen. Das meiste wird von unten gemacht. Aber ich brauche ihn gar nicht sehen eigentlich, oder? Nee, das ist, du hörst ihn ja. Super, ja, dann steigen wir mal ein. Machen mal
ganz schön gerade dieses... Das rote? Genau, dieses Interieurpaket, wo wir da jetzt gewählt haben, das ist jetzt Sportex, eine ganz neue Ausstattung. Das ist so ein, ich sag mal so ein Stoff-Nylon-Faden, den wir da drauf haben. Also sehr witterungsbeständig, sodass man auch ruhig mal das Dach auflassen kann, selbst wenn Pollen oder Sand drauf ist, wo man abwischen kann. Wie ist denn, wenn es da reinregnet? Ist da ein Loch nach unten oder ist das schon übel? Gut, dann ist das Küchentuch anzuwenden, ne? Da musst du trocken tupfen, aber es passiert nichts, wie jetzt so bei Alcantara oder bei Stoffsitzen, das ist der Vorteil. Ne? Also auch hier ruhig mal drüber wischen. Aber gegenüber dem Leder, ganz interessant, sehr griffig. Und auch nicht zu heiß. Ne? Also man sollte schon gucken, wenn er offen ist, dass es nicht in Strömen regnet. Ich glaube, in eigenem Interesse. Aber jetzt mal fahren, dass der Regen nicht reinkommt. Aber wenn jetzt mal, ich sag mal, es leicht mal nieselt oder so, die sind schon so entsprechend, ich sag mal, wasserfest, dass da beim ersten Anschein nicht das Auto kaputt geht, oder? Genau. Aber normal, also ich wüsste jetzt nicht, seitdem ich hier im Unternehmen bin, dass da mal jemand kam, der gesagt hat, du, mein Auto wurde geflutet oder so. Also da denkt jeder dran, glaube ich, in dem Moment, wo es regnet. Losgeht. Super, schauen wir mal ein, gucken uns das Ganze mal an. Ach, die Tür, das mit dem Griff ist aber schon, ich meine, die Frage ist, wenn du da 17 Gramm sparst, es geht da auch um die Optik, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein Leichtbaufahrzeug, oder? Ja, genau. Also das ist so ein paar Funktionen, gerade so diese Türschlaufe, das soll es halt nochmal so ein bisschen darstellen, dieses Leichtbau. Auch hier im Cockpit, wenn du es anmachst, siehst du dein 718 Boxster T. Genau, ganz rechts im Bild. Und ansonsten, wie gesagt, ist das Auto hier ausgestattet auf höchstem Niveau, muss man wirklich so sagen. Ne? Weil heute möchte keiner mehr auf sein Navigationssystem oder auf die Klimaanlage verzichten. Das ist eben mal ganz wichtig und deswegen muss es auch hier drin sein. So, das Bedienkonzept hier. Genau, machen wir gerade kurz ein. Genau. So, das ist jetzt das Navi. Ich kann aber auch das Handy mit Bluetooth koppeln. Das heißt, viele machen ja über Google Maps, machen die Navigation, das ist kein Problem. Genau, würde auch funktionieren. Also die Apple CarPlay nennt sich das bei uns, dass du die Karten von Apple dort überträgst, das geht alles. Aber wenn du mal nochmal zeigst, also wir haben auch schon diese Online-Karten. Das heißt also, du musst dieses, was früher mal nötig war, dieses Apple CarPlay, das war ja genau dafür da. Das muss eigentlich gar nicht mehr sein, weil du bist hier auf einem absolut hohen Niveau ausgestattet. MyPorsche, das ist diese neue Online-Plattform, da hast du 2 Jahre lang die Services bei einem Neuwagen, inklusive Services wie Apple CarPlay, wie jetzt zum Beispiel die Google Online-Suche. Du hast Live-Verkehrsdaten mit dabei, du hast Navi-Updates mit dabei. Das liegt in den ersten 2 Jahren alles inklusive. Ne? Mhm. Alltagstauglichkeit, darüber haben wir schon mal oft gesprochen. Also ich habe mir damals ungern einen italienischen Sportwagen gekauft, weil ich A, der Service war immer in Frankfurt und B, haben die Leute zu mir gesagt, naja, um damit täglich, ich sag mal, in die Tiefgarage zu fahren, da fängt der Spaß schon an. Wie ist denn hier die Bodenfreiheit und die Alltagstauglichkeit bei dem Auto? Genau, also auch schöne Fahrzeuge, die du da angesprochen hast, aber genau in dem Thema Alltagsfaktor oder Alltagstauglichkeit, da kommen die, glaube ich, an die Grenzen und das kannst du alles hier machen. Also du kannst hier, dafür ist er gebaut, heute noch, wir können nach Hamburg, nach München fahren, kommen dort total entspannt an. Wir setzen nirgendwo auf, wir können in die Tiefgaragen reinfahren, dafür sind die Autos ausgelegt. Wir können aber auch an den Nürburgring fahren und heute noch über die Nordschleife brettern, was natürlich richtig viel Spaß macht. Dort vielleicht sogar ein Rennen gewinnen und auch nochmal nach Hause in die Garage. Und alles mit so einem Fahrzeug. Und das ist einzigartig. Mhm. Gefällt mir gut. Klappenauspuff, da gab es Änderungen. Die waren früher ja mal richtig laut, auch im Stand. Ja. Das ist anders, oder? Ja, also natürlich der Gesetzgeber gibt da einige Vorschriften. Da ist Porsche schon seit Mitte letzten Jahres auf Niveau, der ab März jetzt gekommen ist, 20. Das heißt, man darf nur noch eine gewisse Dezibelgrenze erreichen. Die haben wir, wie gesagt, seit Mitte letzten Jahres, dass man da nicht nochmal direkt Fahrzeuge umkonzipieren muss vom System her. Aber er hört sich immer noch nach einem Porsche an und ist immer noch laut. Mach mal an. Warte mal, ich steig mal aus, dann werde ich das mal begleiten. Ja, er ist tief. Ich muss mal kurz gucken. So, wo ist denn der Auspuff? Ach, der Auspuff ist in der Mitte. So, gut, ist ja auch ein Mittelmotor. Bitte.
Ich muss nämlich zeigen, direkt dahinter sitzt nämlich der Kollege. Der freut sich immer, wenn wir hier den Boxster anmachen. Guten Morgen. So, der ist dabei. Er ist schon gewohnt. Ja, so ist es. Ja, wir können ja auch offen sagen, Nürburgring geht im Moment nicht, denn wir drehen heute am 6. April 2020. Corona-Krise, euer Laden ist geschlossen, zumindest der Showroom. Und die, ich sag mal, Werkstatt, die ist geöffnet. Genau, unsere Werkstatt hat nach wie vor geöffnet. Wir dürfen den physischen Verkauf hier vor Ort leider nicht mehr machen. Wir sind zu zweit. Das bedeutet, wir zwei haben gerade das Limit erreicht von dem, wie wir uns aufhalten dürfen. Aber was nach wie vor möglich ist und auch sehr gut läuft, dank unseren Kundeninteressenten, das ist unser Online-Geschäft. Das heißt also, wir haben nach wie vor viele Anfragen, natürlich auf dem Gebrauchtssegment. Da zeigen wir später vielleicht auch mal noch ein paar schöne Fahrzeuge. Deswegen treffen wir uns ja heute hier, um mal ein paar schöne Modelle, die man normalerweise im Showroom gucken könnte. Und wir machen jetzt mal Virtual Showroom. Genau, die wollen wir mal nach außen zeigen. Auch vom 11er her, wir haben viele Autos hier stehen. Die sehen wir alle auch auf Porsche Saarland aufgelistet. Dort sieht man die beste Übersicht von neuen und Gebrauchten. Aber wir wollen heute mal von 1, 2 Modellen oder 3 Modelle wirklich so ein besonderes Teil zeigen, was noch hier zur Verfügung steht. Ja, mal gucken, wie viel wir denn machen insgesamt heute. Aber der Assistenzsysteme, also da würde es mich mal interessieren, Spurhalteassistent, ist das schon möglich bei Porsche? So, also es kommt drauf an. In dem Bereich zum Beispiel jetzt 718 nicht. Du hast hier einen Spurwechselwarner, das heißt, wenn jetzt ein Auto sich im Totwinkel befindet vom Außenspiegel, dann würde er es dir optisch anzeigen. Aber nach wie vor, der Boxster ist halt einfach mal auf Sportlichkeit ausgelegt. Du hast ein Radarsystem vorne, wenn du das möchtest, ein Tempomat, der automatisch bremst. Der gibt ja auch eine Gefahr wieder. Er würde jetzt hier in dem Fall noch nicht selbstständig eingreifen. Abstandstempomat, geht das? Abstandstempomat hat er, ja, aber er würde keine Notbremsung machen. Das würde wiederum im 992 funktionieren. Also das ist nochmal so ein bisschen modellabhängig. Okay, dann gucken wir mal nach. Wenn ich jetzt ganz viele Koffer habe, da gibt es eigene Koffersets. Man kann vorne und hinten mit dem Schlüssel öffnen. Sei doch so lieb, mach das mal. Schlüssel steckt. Ich gehe mal auf die andere Seite und hole den mal schnell raus und dann schauen wir mal rein hier. Genau, denn Alltagstauglichkeit bedeutet ja auch, ich kann einiges mitnehmen. Es gibt sogar Systeme, dass ich noch ein bisschen mehr mitnehmen kann. Da ist der Zubehörkatalog bei Porsche ist wirklich groß. Genau, es gibt eigene Koffersysteme, die wir anbieten. Jetzt muss man sagen, wir stehen hier vor dem Kofferraum, der aber 1:1 die Größe hat wie beim 911. Das hat auch einen Grund, weil ich glaube, es gibt Zubehörsysteme, die genau beim 911 reinpassen, passen auch in eine Boxster. Genau, ob das jetzt Koffer sind, ob das jetzt eine Wanne ist oder so, also wäre alles identisch. Ja. Kannst du, wenn du mal ein Update machst später, vom 718 auf den 11er, sogar alles mitnehmen. Sehr schön. Und hier vorne habe ich dann noch Motoröl. Beziehungsweise DOT 4, das ist jetzt die Bremsflüssigkeit. Motoröl ist hinten? Motoröl wird hinten dazu gegeben. Wir haben hier vorne genau Waschflüssigkeit noch. Wie gesagt, wir können auch mal hinten den Kofferraum öffnen. Plug and Play, da gibt es ja wirklich nicht mehr viel zu machen. Das heißt, Motor sehe ich nicht mehr, Ölmessstab wird elektronisch wahrscheinlich angezeigt. Alles elektronisch, ganz genau. Also hier könnten wir das Öl nachfüllen. Das ist der kürzeste Weg zum Motor, weil direkt unten drunter liegt er ja. Und Kühlflüssigkeit eventuell noch rechts, aber also in der Regel machst du das während vom einen auf den anderen Service weniger bis gar nicht. So, irgendwelche Sachen, die ich nicht selber nachfüllen kann, wie AdBlue gibt es ja hier nicht, ist ja kein Diesel. Genau. Das heißt, ich kann auch wirklich lange Strecken fahren, das ist kein Problem. Richtig. Also der ist ausgelegt dafür, so wie die Intervalle sind, 30.000 oder 2 Jahre. Und zwischendurch sehen wir uns eigentlich nicht. Also Ölverbrauch minimal. Super Plus? Du kannst super tanken, 95 ist freigegeben, das ist auch eine Empfehlung für den Alltag. Also ich darf ganz normal das ganz Super normal, 95 absolut freigegeben. E10 auch? Also generell ja, aber da macht glaube ich keiner mit, ne? Auch wenn wir unseren Kunden dann das in dem Moment sagen. 95 denke ich ist für den Motor gut, ist haltbar, also mit E10. Im Moment wird es mit Sicherheit gehen. Die Frage ist, was ist in 10, 15 Jahren? Also von daher sage ich 95 rein, 98 natürlich im Bereich Rennsport. Wenn es auf die Strecke geht, wenn man 100% Leistung will, dann ist es natürlich für den Motor auch wiederum etwas besser, 98 oder sogar dieses 100, 102 Oktan zu haben. Ich habe früher immer bei meinen Spielzeugautos immer alle
Klappen und Türen aufgemacht, dann sah das genauso aus und habe dann mal Flugzeug gespielt. Wenn die Türen offen waren, dann ist die Flügel. Hat er gehalten? Hat gehalten. Nee, worauf ich hinaus will ist, das ist ja schon so ein Auto, was man so als Suki, Spielzeugauto, steht das in vielen Deutschen. Ist das nicht ein Traum für viele? Das ist ein Traum für viele. Es ist auch ehrlich gesagt immer noch ein Traum für mich persönlich. Ja, es ist ein gelebter Traum, muss man sagen. Also, Du selbst fährst der Firmenwagen, Porsche? genau, früher hatte ich dieses Modell, allerdings einen älteren gehabt und mittlerweile auch durch eine größere Familie, die wir geworden sind, brauchen wir halt mehr Sitzplätze. Aber es ist wirklich, die Marke ist ein absoluter Traum und die Autos sind immer noch, wie es hier auf dem Grün steht, sind Legenden. Ne? Was spricht denn für einen Neuwagen? Also ihr habt ja auch tolle Gebrauchte, habt ein Gebrauchtwagenzentrum. Genau. Was spricht für einen Neuwagen? Also für Neuwagen spricht natürlich in erster Linie immer erstmal das Thema, dass du sagst, du hast so das Neueste, was die Marke Porsche produziert. Natürlich hat man mal das Thema, dass relativ früh, vielleicht in einem halben Jahr, wo einer sagt, Mensch, man will doch eine andere Ausstattung, eine andere Farbe oder vielleicht nochmal einen anderen Motor, auch ein aktuelles Modell da stehen, aber die Chance ist gering, also deswegen ein Neuwagen, da bist du immer auf der Seite, das Neueste zu haben, was der Hersteller gerade auch produziert hat. Ja, es gibt was ganz Besonderes, gibt es glaube ich nur bei Porsche. Ich muss mal kurz überlegen, Kia hat glaube ich 7 oder 8 Jahre Garantie, bei euch kann man die Garantie verlängern bis auf... Genau, also 15. 15, ja, das bedeutet, ab Werk, wie er kommt, hat er 2? 2 Jahre, genau, und du kannst bis 15 Jahre oder 200.000 Kilometer eine Garantie auf dein Fahrzeug legen, was immer noch nach 14 oder 13 oder im 15. Jahr die Wertigkeit hat, die du im ersten oder zweiten Jahr hattest. Eine Neuwagengarantie praktisch, die ich verlängern kann? Genau, das nennt sich Porsche Approved. Das ist dieses Garantiesiegel und dieses Zertifikat, was wir bieten. Und da ist alles, wirklich alles außer Verschleiß inkludiert. Ob das, wir sehen jetzt gerade die Scheinwerfer vorne, ob das ein Feuchtigkeitseintritt in den Scheinwerfern ist, das Navi-System, natürlich auch größere Sachen, Motor, Getriebe, aber auch beim Navi sprechen wir schon über 5.000, 6.000 Euro, wenn da ein neuer Bildschirm rein muss. Das ist alles abgesichert damit. Ne? Außerdem hat es noch einen riesen Vorteil, Approved-Fahrzeuge haben einen wesentlich höheren Wiederverkaufswert. Ja. Das habt ihr festgestellt, oder? Ja, das ist einfach so. Also erstens mal darf dieses Porsche Approved Siegel nur ein Porsche-Händler geben. Also das ist schon mal ein großer Grund zu sagen, man geht auf ein Fahrzeug, gerade im Gebrauchtwagenbereich, was approved-fähig ist und was die Porsche Approved Garantie bekommt. Und somit kann man sich eigentlich sicher sein, ein 100%iges Fahrzeug zu haben, weil Porsche Approved, nur mal so ein paar Beispiele, verlangt im Gebrauchtwagenbereich 50% Bremsen müssen drauf sein, 50% Reifen müssen drauf sein. Das Auto muss immer Porsche gewartet sein oder vielleicht, wenn das mal jetzt eine Wartung ausgefallen ist, muss er eine große Wartung bekommen haben. Also es gibt ganz viele Sachen, 111 Punkte sozusagen, die gecheckt werden und wenn die alle stimmen, also keine Zubehörfedern drin sind, es wird ja viel geknaubt da draußen auch immer. Wenn er original ist. Nur wenn er original ist, wie ab Werk, dann bekommt er die Porsche Approved Garantie. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ne? So, vielleicht noch ein klein wenig Werbung für euch. Ihr seid in der Größenklasse eines der großen Porsche-Zentren. Es gibt, glaube ich, 3 Typen. 4 Typen, genau. 4, ja. Eine mehr. 4 Typen. Wir sind Größe Kategorie 4. Wir zählen zu den Größen nach wie vor. Dank unserer Kunden. Und im Moment sind wir sind zwar immer noch standhaft im Rotfeld, aber im Moment geht es halt über unsere Website. Ne? Also da sollte man auf Porsche Saarland... Corona, muss man dazu sagen. Also wenn das jetzt einer mal sieht nach der Corona-Krise, dann bitte sehen, wir drehen heute am 6. April 2020. Ja, wenn Sie den haben möchten, 86.053 Euro und 35 Cent, also 36.053,35. Ist da noch was drin? Natürlich, also wir reden gerne noch drüber. Es ist nicht die Welt machbar, aber anrufen, das klären wir individuell mit jedem Kunden ab. Bis jetzt haben wir es immer hinbekommen. Gut, super. Ja, vielen, vielen Dank. Wir drehen in Saarbrücken, einer der erfolgreichsten Porsche-Händler Deutschlands, kann man mit Fug und Recht behaupten. Ja, vielen Dank, Michael Theisen, für die nette Auskunft. Ich finde das immer gut, du machst das ganz locker. Ich verkaufe viele Autos, muss man dazu sagen. Und der Mythos Porsche ist jetzt auch nicht nur, ich sag mal, den typischen Zielgruppen, die man so kennt, die lasse ich jetzt mal weg, um sie zu beschreiben, sondern immer mehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen normale Leute, auch mal der Handwerker von nebenan und so weiter. Das ist voll in der Mitte der Gesellschaft angekommen, oder? Ja, also die Leute gönnen sich was. Ja? Egal, ob das mal was Gutes zu essen ist, mittlerweile auch, dass man sagt, Mensch, man schafft so viel,
man geht auf so ein Auto und das merken wir auch, wie du jetzt sagst, in der jetzigen Zeit. Also viele denken nach, was hat man die letzten Jahre gearbeitet. Im Moment fährt ja vieles runter, man kommt zur Ruhe und da gibt es einige und da sind wir auch froh drum und sagen auch herzlichen Dank dafür, dass die sagen, jetzt ist es eigentlich soweit, jetzt wollen wir uns mal für die letzten Jahre belohnen und so gewinnen wir immer mehr Fans dazu zu dieser Marke und alles andere wird derjenige erfahren und merken, wenn er dann spätestens mal mit so einem Auto unterwegs ist. Ja, Probefahrt ist kein Problem. Ansonsten rufen Sie ihn einfach an, Michael Theisen oder anrufen oder online. Laden ist ja im Moment geschlossen. Genau. Also Sie werden es ja mitkriegen, wenn alle Läden wieder öffnen, dann geht's weiter. Sind wir auch vorne mit dabei. Ja. Vielen Dank, Michael Theisen. Ihr seid wie viele Leute im Team? Wir sind im Verkauf, sind wir 6. Wir sind knappe 50, sogar hier im ganzen Haus. Wir haben auch eine riesen Werkstatt, wie du am Anfang gesagt hast, die im Moment läuft. Also da muss man auch dabei sagen, wer jetzt seine Reifen wechseln möchte, wer Inspektionstermine hat, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben die Zeit dafür. Auch hier ist der Vorlauf nach wie vor noch gute 2 Wochen, aber trotzdem anrufen, gerne machen wir jetzt die Termine. Also unser Servicebereich ist nach wie vor komplett geöffnet. Ja. Vielen Dank, Dankeschön. Danke dir.